Dies ist eine beispielhafte und frei erfundene Geschichte. Das ist Adam. Adam ist ein rücksichtsvoller Familienvater, der die Bedürfnisse seiner Familie gut im Blick hat. Seine lebensmüden Gedanken in letzter Zeit besorgen seine Familie. Deshalb sucht er eine stationäre Therapie in einer Klinik auf. Seitdem er Nachrichten über das Leid und den Tod von zivilen Menschen im Nahen Osten mitbekomme, könne er keine Freude mehr am Leben empfinden und seinen Alltag nur noch mit starken Schuldgefühlen bewältigen. Nachts könne er kaum einschlafen, sodass er tagsüber erschöpft und auf der Arbeit unkonzentriert sei. Er fühle sich insgesamt sehr nutzlos und hoffnungslos. Seine Beschwerden schränkten seit mindestens 2 Wochen seinen Alltag und Beruf ein. Adam erfüllt damit die Kriterien einer derzeitigen depressiven Episode. Gemeinsam mit seinem Therapeuten erstellt er seine individuelle Lebenslinie und blickt auf seine Vergangenheit zurück. Sie stellen fest, dass es abwechselnde Phasen von starken Stimmungsschwankungen zwischen 2 gegensätzlichen Extremen gab. Vor seiner depressiven Episode erlebte Adam eine Phase, in der er stark euphorisch und übermäßig energiegeladen war. In dieser Phase wurde Adam zu einer anspruchsvollen Position befördert. Anfangs freute sich seine Familie und sein Freundeskreis mit ihm. Allerdings war Adams Stimmung überdurchschnittlich gehoben und euphorisch, begleitet von weiteren Verhaltensauffälligkeiten, sodass die Freude von Nahestehenden schnell in Sorge umschlug. Er machte Überstunden, sprang von einer Projektidee zur nächsten und fühlte sich unaufhaltbar. Er schlief kaum und arbeitete die Nächte durch. Durch die Beförderung verdiente er zwar mehr, gab aber deutlich mehr aus, als er einnahm. Durch eine spontane und unüberlegte Entscheidung, eine Weltreise zu unternehmen, meldete er sich bei niemandem ab, was zum Verlust seines Arbeitsplatzes führte. Für sein Vorhaben löste er das Sparbuch seiner Kinder auf und verschuldete sich und seine Familie innerhalb weniger Tage erheblich. Das sind typische Symptome einer Manie. Eine manische Episode liegt vor, wenn die überdurchschnittlich gehobene, euphorische und/oder gereizte Stimmung über eine Woche anhält. Weiterhin müssen mindestens 3 Begleitsymptome auftreten, darunter die von Adam erlebten sowie übermäßiger Rededrang, ein Gefühl der Getriebenheit, starke Stimmungsschwankungen und Ideenflucht. Bei Personen mit ausschließlich gereizter Stimmung müssen 4 von diesen Begleitsymptomen auftreten. Diese Symptome führen zu Schwierigkeiten in der Alltagsbewältigung in beruflichen, sozialen und privaten Bereichen. Die negativen Folgen von Adams Risikoverhalten während der manischen Episode sowie belastende politische Weltgeschehnisse trugen zur Entwicklung seiner aktuellen depressiven Phase bei. Auch in der Vergangenheit folgten auf Adams manische Episoden häufig depressive Phasen. Das wechselnde Erleben von manischen und depressiven Episoden bezeichnet man als bipolare Störung Typ 1. Zum Spektrum der bipolaren Störung gehören auch die bipolare Störung vom Typ 2 und die Zyklothymie. Die bipolare Störung Typ 2 ist gekennzeichnet durch den Wechsel von depressiven Episoden und weniger stark ausgeprägten Manien, sogenannte Hypomanien. Bei der Zyklothymie handelt es sich um eine über mindestens 2 Jahre andauernde instabile Stimmung mit zahlreichen hypomanischen und depressiven Symptomen, die nicht langanhaltend und intensiv genug sind, um Kriterien einer voll ausgeprägten Manie oder Depression zu erfüllen. Die erarbeitete Lebenslinie nutzen Adam und sein Therapeut auch dafür, um Risiko- und Schutzfaktoren für seine manische und depressive Episode besser zu verstehen. So erkennt Adam, dass Zeiten erhöhter Stresswahrnehmung und reduzierter Selbstfürsorge, wie zum Beispiel Prüfungsphasen oder aber auch positive, emotional beanspruchende Ereignisse wie die Geburt seiner Tochter, zu manischen Episoden führten. Es wurde aber auch deutlich, dass seine Stimmung stabil blieb, wenn es Adam gelang, einen Ausgleich zu seinen Verpflichtungen zu schaffen und/oder wenn er ausreichend Unterstützung von seinem Umfeld aufsuchte. Zusätzlich zu der pharmakologischen Therapie als Grundpfeiler der Behandlung von bipolaren Störungen ist es daher wichtig, einen hilfreichen Umgang mit eigenen Risikofaktoren zu erlernen und Schutzfaktoren ins Leben zu integrieren.
Zurzeit gibt es noch nicht ausreichend Forschung zu den Risikofaktoren von bipolaren Störungen. Wenn Sie sich selbst oder jemanden in Ihrem Umfeld in diesen Beschreibungen wiedererkennen oder wenn Sie die Erforschung von bipolaren Störungen und anderen psychischen Erkrankungen unterstützen möchten, könnte die Teilnahme an einer aktuellen Studie vom ZI in Mannheim für Sie von Interesse sein. Mit Ihrer Teilnahme würden Sie einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Weitere Informationen zu dieser Studie sowie zur Erkrankung finden Sie im Beschreibungstext.